Hallo, lieber Zuschauer. Die kalifornische Sonne schien über Long Beach, ihre goldenen Strahlen liebkosten die belebten Straßen und bunten Gebäude. Aber in einer dunklen, engen Gasse, weit entfernt vom Glamour und der Aufregung der Stadt, kämpfte ein kleines Wesen um sein Überleben. Ein streunender Katzenwelpe, kaum größer als eine Hand, schleppte sich mühsam über den Bürgersteig. Sein einst seidiges Fell war nun mit getrockneten Farbflecken und Schmutz bedeckt. Seine hervorstehenden Rippen zeugten von Tagen, vielleicht Wochen ohne anständiges Futter. Seine Augen, einst vor Neugier funkelnd, waren nun matt und müde. Aber tief in diesem kleinen, geschundenen Körper brannte noch immer eine Flamme der Hoffnung. Der Katzenwelpe hatte ein Gebäude am Ende der Straße erspäht, aus dem faszinierende Geräusche und Gerüche drangen. Mit letzter Kraft bewegte er sich auf das zu, was eine Tischlerwerkstatt zu sein schien. Drinnen war Justin LaRose, der Besitzer der Werkstatt, in seine Arbeit vertieft. Der Lärm der Sägen und der Duft von frisch geschnittenem Holz erfüllten die Luft. Plötzlich durchdrang ein leiser, aber deutlicher Ton den Umgebungslärm. Justin stellte seine Maschine ab, neugierig geworden. Er spitzte die Ohren und hörte es wieder. Ein klagendes Miauen, kaum hörbar. Neugierig ging Justin zur Werkstatttür. Als er sie öffnete, war er überrascht, einen kleinen, schmutzigen Fellknäuel zu sehen, der verzweifelt versuchte, sich ins Innere zu zwängen. Justins Herz zog sich beim Anblick dieses elenden Geschöpfs zusammen. Ohne zu zögern beugte er sich hinunter und nahm den Katzenwelpen behutsam in seine schwieligen Hände. Der Kontrast war verblüffend. Diese Hände, die es gewohnt waren, raues Holz zu bearbeiten, hielten nun mit unendlicher Sanftheit dieses zerbrechliche kleine Wesen. »Hey, kleiner Kerl«, flüsterte Justin und betrachtete den Katzenwelpen genauer. »Wo kommst du denn her?« Der Katzenwelpe, zu schwach um zu antworten, kuschelte sich einfach an die tröstliche Wärme von Justin. Dieser konnte die hervorstehenden Knochen unter dem schmutzigen Fell spüren und sein Herz zog sich noch mehr zusammen. Ohne weiter nachzudenken, schloss Justin die Werkstatt an diesem Tag früher. Er wickelte den Katzenwelpen sorgfältig in ein sauberes Tuch und nahm ihn mit nach Hause. Unterwegs rief er seine Frau Christine an. »Schatz, du wirst nie erraten, was ich heute gefunden habe.« Als Justin zu Hause ankam, wartete Christine bereits an der Tür, die Augen weit vor Sorge und Neugier. Sobald sie das kleine Bündel in den Armen ihres Mannes sah, wurde ihr Gesicht weich. »Oh mein Gott«, hauchte sie und nahm vorsichtig den Katzenwelpen. »Der arme Kleine, er ist in einem Zustand.« Gemeinsam beschlossen sie, den Katzenwelpen sofort zum Tierarzt zu bringen. Die Diagnose war eindeutig: schwere Unterernährung, Dehydrierung und verschiedene kleinere Infektionen. Aber mit angemessener Pflege hatte der kleine Kämpfer gute Chancen, es zu schaffen. In den folgenden Tagen wechselten sich Justin und Christine ab, um den Katzenwelpen alle 2 Stunden zu füttern, ihm seine Medikamente zu geben und ihn geduldig zu säubern. Nach und nach verschwand die Farbe und enthüllte ein grau getigertes Fell. Seine Augen gewannen ihren Glanz zurück und sein kleiner Bauch begann sich gesund zu runden. »Wir sollten ihm einen Namen geben«, schlug Christine eines Abends vor, als sie den Katzenwelpen friedlich in seinem Korb schlafen sahen. »Was hältst du von Crew? Wie ihn rekrutiert, da wir ihn gefunden und in unsere Familie rekrutiert haben?« Justin lächelte. »Crew, das gefällt mir. Es passt zu ihm. Aber ihre Entscheidung, Crew zu behalten, war nicht ohne Komplikationen. Justin und Christine hatten bereits 3 Katzen und einen Hund. Ihr Haus war zwar voller Leben, aber auch voller etablierter Tierpersönlichkeiten. Wie würde Crew sich einfügen? Ihre größte Sorge galt Olli, ihrer 6-jährigen roten Katze. Olli hatte sich schon immer schwer mit Veränderungen getan. Als sie vor 2 Jahren ihre letzte Katze adoptierten, hatte Olli wochenlang geschmollt und sich sogar einige Tage lang geweigert zu fressen. Doch gegen alle Erwartungen war es Olli, der Crew am enthusiastischsten willkommen hieß. Sobald der Neuankömmling stark genug war, um das Haus zu erkunden, begann Olli, ihm überall hin zu folgen und über ihn zu wachen wie eine Glucke. Justin und Christine beobachteten mit Staunen, wie sich diese unerwartete Beziehung entwickelte. Olli, normalerweise mürrisch und einzelgängerisch, zeigte unendliche Geduld gegenüber dem quirligen Crew. Er brachte ihm bei, sich richtig zu putzen, teilte bereitwillig sein Futter und tröstete Crew, wenn dieser Angst vor lauten Geräuschen oder plötzlichen Bewegungen hatte. Die Wochen vergingen und Crew blühte unter Ollis wohlwollendem Einfluss auf. Aus einem schüchternen und ängstlichen Katzenwelpen wurde ein selbstbewusster und frecher junger Kater. Er lernte, an den Vorhängen hochzuklettern,
zum großen Leidwesen von Christine, geschickt Essensstücke von der Küchentheke zu stehlen und dem Familienhund die Stirn zu bieten, wenn dieser versuchte, ihm seine Spielsachen wegzunehmen. Eines Abends, als Justin und Christine auf dem Sofa kuschelten und Ollie und Crew beim Spielen auf dem Teppich beobachteten, flüsterte Christine: »Weißt du, ich denke, wir können sagen, dass unsere Pflegefamilie ein Erfolg ist.« Justin nickte und verstand die Andeutung. Ursprünglich hatten sie geplant, Crew nur so lange zu behalten, bis sie eine dauerhafte Familie für ihn fänden. Aber es war jetzt klar, dass Crew bereits sein Zuhause gefunden hatte. Er war zu Hause. Die Monate vergingen und die Bindung zwischen Ollie und Crew wurde immer stärker. Sie waren unzertrennlich, schliefen umschlungen, putzten sich gegenseitig und spielten stundenlang. Christine ertappte sie oft dabei, wie sie durch kleine Miauen und Augenzwinkern kommunizierten, als teilten sie eine geheime Sprache. »Weißt du«, sagte sie eines Tages zu Justin, als sie die beiden schlafenden Katzen auf der Fensterbank beobachteten, »ich glaube, Ollie und Crew haben wirklich eine besondere Beziehung. Es ist, als hätte Ollie einen Sinn darin gefunden, sich um Crew zu kümmern.« Justin nickte nachdenklich. »Das stimmt. Und sieh nur, wie Crew dank Ollie gewachsen und aufgeblüht ist. Sie haben sich in gewisser Weise gegenseitig gerettet.« Dieser Gedanke beschäftigte Justin tagelang. Er dachte oft an jenen schicksalhaften Tag zurück, an dem er Crews schwaches Miauen in seiner Werkstatt gehört hatte. Was hätte passieren können, wenn Justin beschlossen hätte, es zu ignorieren? Wenn Crew nicht die Kraft gefunden hätte, sich zur Werkstatt zu schleppen? Diese Gedanken trieben ihn zum Handeln an. An einem Samstagmorgen begab sich Justin zum örtlichen Tierheim. Er sprach lange mit den Freiwilligen, lernte über ihre Arbeit, ihre Herausforderungen, ihre Bedürfnisse. Am Ende des Tages hatte er eine Entscheidung getroffen. Zurück zu Hause verkündete er Christine: »Schatz, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir einen Wohltätigkeitsverkauf in der Werkstatt organisieren? Wir könnten einige meiner Kreationen verkaufen und den gesamten Erlös an das Tierheim spenden.« Christines Augen leuchteten auf. »Das ist eine ausgezeichnete Idee. Wir könnten sogar einige unserer Künstlerfreunde einladen, mitzumachen, eine Art kleines Festival veranstalten.« Die Idee gewann schnell an Schwung. Was als einfacher Wohltätigkeitsverkauf begonnen hatte, verwandelte sich in ein echtes Gemeinschaftsereignis. Lokale Künstler boten ihre Werke an, Musiker boten an, kostenlos zu spielen, und Foodtrucks verpflichteten sich, einen Teil ihrer Einnahmen zu spenden. Der Tag der Veranstaltung kam und der Erfolg übertraf alle Erwartungen. Justins Werkstatt und die umliegenden Straßen waren überfüllt. Die Menschen kauften Kunstwerke, hörten Musik, aßen und vor allem lernten sie mehr über das Tierheim und dessen wichtige Arbeit. Am Ende des Tages waren Justin und Christine erschöpft, aber euphorisch. Sie hatten viel mehr Geld für das Tierheim gesammelt, als sie gehofft hatten. Aber noch wichtiger war, dass sie ihre Gemeinschaft für die Sache der verlassenen Tiere sensibilisiert hatten. An diesem Abend, zurück zu Hause, saßen Justin und Christine auf ihrer Veranda, Crew und Ollie auf ihren Schoßen zusammengerollt. Sie sahen zu, wie die Sonne über Long Beach unterging, und dachten an alles zurück, was seit jenem Tag geschehen war, an dem ein verzweifelter kleiner Katzenwelpe den Mut gefunden hatte, um Hilfe zu bitten. »Weißt du«, sagte Christine leise und streichelte Crews Kopf, »ich glaube, Crew hat uns viel mehr gebracht, als wir ihm gegeben haben. Er hat uns an die Bedeutung von Mitgefühl und gegenseitiger Hilfe erinnert. Er hat uns angetrieben, zu handeln, einen Unterschied zu machen.« Justin nickte, bewegt. »Das stimmt. Und zu denken, dass all das mit einem einfachen Miauen in meiner Werkstatt begann.« Sie blieben lange so sitzen, genossen den Frieden des Abends und die Wärme ihrer pelzigen Gefährten. Dann wandte sich Justin mit einem schelmischen Lächeln an Christine. »Weißt du was? Ich denke, wir sollten daraus eine jährliche Veranstaltung machen. Was meinst du?« Christines Gesicht leuchtete auf. »Auf jeden Fall, und vielleicht könnten wir es sogar auf andere Städte ausweiten.« So entstand eine neue Tradition in Long Beach. Jedes Jahr wurde Justins Werkstatt zum Epizentrum einer Feier der Kunst, der Musik und vor allem der Liebe zu Tieren. Und jedes Jahr nahmen mehr Menschen teil, sensibilisiert für die Sache der verlassenen Tiere. Was Crew und Ollie betrifft, so lebten sie weiterhin ihr friedliches Leben, ohne sich der Auswirkungen bewusst zu sein, die sie gehabt hatten. Für sie war jeder Tag ein neues Abenteuer, gefüllt mit Spielen, Kuscheln und Nickerchen in der Sonne. Aber für Justin und Christine waren sie weit mehr als nur Haustiere. Sie waren eine ständige Erinnerung daran, dass selbst die kleinste Tat der Güte,
eine Welle positiver Veränderungen auslösen kann. Und so wurde die Geschichte eines kleinen, streunenden Katzenwelpen zum Katalysator für eine Bewegung des Mitgefühls, die weiter wuchs und immer mehr Leben berührte, menschliche und tierische, in Long Beach und darüber hinaus. Liebe Leser, diese Geschichte erinnert uns an die verwandelnde Kraft von Mitgefühl und Handeln. Jeder von uns hat die Macht, etwas zu bewirken, sei es durch die Adoption eines Tieres, eine Spende an ein Tierheim oder einfach durch das Teilen von Geschichten wie dieser, um andere zu sensibilisieren. Wenn diese Geschichte Sie berührt hat, zögern Sie nicht, sie zu teilen. Abonnieren Sie, um keine unserer nächsten inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Ihre Unterstützung hilft uns, weiterhin diese wichtigen Geschichten zu erzählen. Und vor allem möchten wir Ihre Meinungen hören. Haben Sie jemals ein Tier gerettet? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Adoption gemacht? Teilen Sie Ihre Geschichten und Gedanken in den Kommentaren unten. Gemeinsam können wir einen echten Unterschied im Leben der Tiere machen, die unsere Hilfe brauchen.